Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter und bei The Invincible. Ja, wir machen uns natürlich, wie beim letzten Mal schon angedeutet, weiter auf den Weg. Mit unserer getreuen Telefonzelle. I should move. Oh, there's no time. Ich sollte weiterfliegen. Move mit weiterfliegen zu übersetzen ist auch gut. So, Straße zur Allianzbasis. Straße zur Landezone. Werden wir zur Straße zur Landezone kommen oder wird sich herausstellen, dass das Ding eingestürzt ist? Wir versuchen es einfach mal. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Spiel jetzt schon zu Ende ist. I'm about to head out to the desert area. Has a lander taken off? Yes, a second ago. Threshold of 18,000. Oh, the line's breaking up. Can you hear me? Achso, das ist nur Schatten. What's happening? I've lost control of the lander. Do you see it? Just a sec. I have to get off. It hasn't yet pierced the cloud cover. There it is. Oh no. Flying too fast. It's going to shut. Jasna, status. What's the lander's condition? I don't know. All I see is a thick plume of smoke. But considering the speed it hit the ground at, I don't understand how it happened. I checked it thoroughly. It's fully functional. Couldn't have been an accident. I don't believe it. I'm gonna check what's left of it. Okay, war klar, dass es hier eigentlich noch nicht vorbei sein kann, ne? Oh, beschädigt Dose, ich werde hier sterben, Calm down. Breathe. Ich werde hier sterben, wie geil ist das denn? For what? I saved no one. No one. Jasna, snap out of it. That's an order. We can't give up just yet. We'll find a way to get you out of there. We're gonna act like nothing happened and forget about my little nervous breakdown. Splendid. No, Jasna. I'm not forgetting anything. Oh. So you'll put it in the report, sir? That's not what I meant. Ja, okay. Der ist eindeutig hinüber. Gibt es hier noch irgendwas, was ich jetzt hier irgendwie beobachten soll, kann, möchte? Da ist so ein Tracker. Oh, okay. Und der Tracker ist nicht auf das Fahrzeug gerichtet. Arti. Something's left of Arti. Ah, good. So there's a chance we can extract key information from it. Somehow it still looks active. Ask him what happened to the lander. Ask? He doesn't speak. But he gives yes or no signals. Give him the analysis command. Formulate questions in such a way so that he can confirm or deny. Arti question analysis command. Did the lander fly into a storm? There's an error. Well, apparently he can't give a definitive answer. Something like a storm. A shade? Cloud. Okay. Wolke. Ah, he confirmed. But what does it tell us? I don't know yet. Damn. It shorted out. So, what now?
Then you must go to the Alliance camp. I wanted to avoid it at all costs, but we have no choice. This is your only chance. It's all their fault. It must have been them from the very beginning. I have no doubts now. Neither do I. However, they might be willing to negotiate if you voluntarily place yourself in their hands. Okay. Muss ich mich wirklich freiwillig ergeben? Habe ich da nicht vielleicht andere Möglichkeiten? You're approaching their coordinates. Jasna, Yes? the Alliance is really behind all this. They might expect visitors. You should try to find out if they're planning anything for your arrival. First, observe them from a distance, and only then take action. I will be cautious. Like always. You must understand that I have no other choice. I'm not going to the enemy's camp on a mere whim. I know, Doctor, I know. I'll let you know when you cross their perimeter. Once you've crossed, hide the rover. Behind a bend, or under a ledge. Telemetry observation will be vital. Once we know the camp's weaponry situation, we'll decide what to do next. Copy that. Okay, ja. Viele Möglichkeiten gibt es ja hier gerade nicht, wo wir langfahren können. Hey, what was that? I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover. Unterschlupf, okay. Offene Fläche. Some object is flying over their base. Ich sehe es Can you nicht. tell me more? The base is in front of me. Already? Ja, und jetzt soll ich hier nicht irgendwie aussteigen können? Irgendwie gerade nicht, ne? Ja gut, dann kann ich jetzt hier nur weiterfahren. Ich meine, das Spiel lässt mich ja gerade nicht mehr tun. Yasna, I'm not kidding. If you don't stop, I'll do it for you. What the? How did you do that? Yasna, I share your anger and frustration. I understand that there is no other solution for you, but I won't allow you to kill yourself in foolish haste. I turned the rover's engine off remotely, and I'm not turning it on until you've concluded your reconnaissance. Understood? Did you understand? Yes. Ja, Apparently I have no other choice. After all, you said yourself that you would be cautious. Why the sudden change of mind? I don't know. I guess I'm more nervous about this meeting than I'd like to admit. The Alliance will gladly take advantage of your every weakness, Yasna. You must keep it together. ja und jetzt? Ja, jetzt passiert irgendwie nichts mehr. Ich kann aussteigen, obwohl es mir nicht angezeigt wird. Na, immerhin. It's 15, 20 meters high. It has an upright silhouette, and it looks like a balloon. It could be a balloon. And that doesn't surprise you? Not everything that flies needs jet engines. What markings does it have? RB1. What does it mean? It's an ID number. Denotes an advanced scout balloon. How far from you is it? Around 400. Not as far as I would like it to be. It might have you within camera range.
Okay, was wir hier getan haben, sie sind offensichtlich sehr grabenderweise beschäftigt gewesen. We'll most likely lose contact soon. So let me be clear. It won't be easy to gain their trust. Things can go wrong, even if you can prove that you came to them of your own free will. If there's an escalation, remember one thing. I'll do everything in my power to negotiate your safe return to the Commonwealth. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist. Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. At worst, you'll give away the details of our last mission. Of course, it'd be better if that didn't happen. But I know their methods of interrogation, and in all fairness, they're very effective. Hang on, sir. What exchange? I'm not a spy, I'm a scientist. I'm afraid that doesn't change anything. You want information about Regis 3. For that reason alone, they might consider you a spy. But what kind of spy exposes themselves to direct questions? A desperate one, Doctor. Okay. Ja, das bleibt weiterhin interessant und spannend. So, es ist natürlich toll, dass wir das jetzt hier alles laufen müssen. If that's all, sir, shouldn't we cut the line? No. Better to continue our communication for as long as possible. Prove that you voluntarily surrendered yourself. Their jammers will interrupt us sooner or later anyway. Okay, so. Also hier ist überall Bohr-Equipment. Da oben ist die lustige Flugkamera. Und da hinten ist wieder was Neues. Und für eine Basis oder ein Fahrzeug. Naja, vieles nicht zu sehen. Natürlich witzig, wenn die jetzt auch alle irgendwie total gaga sind. Respektive, was sagt denn die Karte? I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Access to the base is protected by a force field. If these are Dirac emitters, and I'm sure they are, nothing will get through. Is there an opening from the other side? I'll see. Okay. Ja, dann gibt's ja nur den Weg, ne? Oh, sieht ja hübsch aus. Bisschen grün, die Suppe. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt aber auch nichts weiter. Außer einen Weg zu den Bohrern, von denen ich gekommen bin. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht hinrennen. Ich denke, der interessante Weg ist der hier. Das sieht schon hübsch aus. Jetzt schon wieder keine Luft, hä? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Oh. Schon wieder so ein Ding. Die Basis ist überraschend tot. Und mit
überraschend tot meine ich tot. Da nichts, keine Lebensform, kein Alarm, kein gar nichts. How odd. What? There's no one here. Nobody. Impossible. Even if there aren't many of them in the camp, someone would have noticed you. I'm not blind, sir. There's really no one here. I'm going. What have I got to lose anyway? Your life, Doctor. I'm going in. Clear. For now. I can't hear anyone either. Warum zum Geier haben die hier nochmal Türen an der Seite? Okay, ja, muss man nicht verstehen. Was haben wir hier für tolles Zeug? Black Holes, okay, ein Buch über schwarze Löcher, das ist schön. Space Explorations, ja, Explorations, nicht Explosions. Okay. Was haben wir hier? Oh, da ist ein Zettel. Ein schwarzes Loch. Zusammenfassung der Forschungsarbeit im Quartal. Die im letzten Quartal durchgeführten empirischen Forschung und Simulationen haben unser Team zu folgenden Schlussfolgerungen geführt. Erstens. Jede Art von Materie kann zu einem schwarzen Loch werden. Zweitens. Ein schwarzes Loch kann mit Hilfe der Schwerkraft Licht einfangen. Drittens. Wir schließen uns der These an, dass die Existenz eines Objekts wie eines schwarzen Lochs eine Folge der allgemeinen Relativitätstheorie ist. Viertens. Ein schwarzes Loch kann einen Stern absorbieren, sogar von der Größe der Sonne. Fünftens. Die Zerstörung des Sterns oder mit anderen Worten die Dematerialisierung des Sterns wird von einem Materieblitz begleitet, der aus dem Inneren eines schwarzen Lochs stammt. Gegenstand der näheren Untersuchung. Gegenstand unserer verstärkten Forschungsanstrengungen in den nächsten Jahren wird eine Singularität sein, also ein kleiner Punkt mit einer riesigen Masse, der sich im Inneren eines jeden schwarzen Lochs befindet. Nach Ansicht unseres Teams ist dies ein Ort, in dem alle Gesetze der Physik gebrochen werden. So, links oder rechts? Ich würde sagen, wir gehen erstmal da hinten durch. Hier geht's nicht weiter. Ladung kippen. Das Sterben der Sonne. Richtigstellung des Artikels. An den Herausgeber so und so, der für den skandalösen Artikel verantwortlich ist, der meinen guten Ruf mit befleckt und meine wissenschaftlichen Erfolge herabsetzt. Ich bitte höflichst um eine Richtigstellung des Artikels Das Sterben der Sonne, Drohung eines Wissenschaftlers auf Seiten 9 und 10 aus der 5. Ausgabe der Wissenschaftszeitschrift Young Astrophysicist, die im laufenden Jahr erschienen ist. Der Text enthält nicht nur grundlegende Fehler wissenschaftlicher Natur, sondern auch unangemessene Zitate meiner Hypothesen, die ich auf den letzten Kongress vorgetragen habe. Hiermit stelle ich Folgendes richtig. Basierend auf meinen, ich erinnere den Verfasser Dr. Busa, nicht Bautza, Forschungen, die ich während kosmischer Reisen durchgeführt habe, räume ich ein, dass die Dauer bis zur vollständigen Verbrennung des Wasserstoffs in Sternen von ihrer Masse abhängt. Dennoch gilt dieses Phänomen für alle Sterne und es gibt keinerlei Hinweise dafür, dass unser Planet, egal wie sehr wir uns darum bemühen, die Grenze der Physik auszuhebeln, eine Ausnahme hinsichtlich dieses Phänomens bildet. Warum also lautet meine Hypothese richtig, in der Zukunft wird sämtlicher Wasserstoff im Kern der Sonne verglühen? Eine Wasserstofffusion wird sich ausdehnen, bis die Temperatur unter 10 Millionen Fahrenheit fällt, der Kern selbst wird schrumpfen, die Asche des verbrannten Wasserstoffs wird als Brennstoff dienen und eine zweite Reihe von Fusionsreaktionen befeuern. Dies wird die Lebensdauer der alternden Sonne um einige 100 Millionen Jahre verlängern. Fest steht jedoch, dass sich die Sonne von einem gelben Zwerg zu einem roten Riesenstern entwickeln wird. Die Anziehungskraft auf die Venus und die Erde wird abnehmen, in Folge werden sich besagte Himmelskörper vom Stern in sichere Entfernung bewegen. Bevor sie endgültig verglüht, wird die mächtige rote Sonne trotzdem noch Merkur verschlingen. Ich bekräftige aufgrund meiner Forschung, dass die von mir getätigte Aussage, dass die Sonne 10 Milliarden Jahre lang als Hauptreihenstern fortbestehen wird, das heißt, sie entstand vor 5 Milliarden Jahren und sie wird noch weitere 5 Milliarden Jahre strahlen, korrekt ist. Es handelt sich jedoch nicht um eine laut dem Redakteur so und so auf labilen Hypothesen beruhende Drohung, um Blödsinn und ein Hirngespinst eines nach Ruhm dürstenden Doktors der astrophysischen Wissenschaften, das seelische Wohlbefinden der menschlichen Spezies bedroht. Die Vergänglichkeit ist ein Prozess, von dem jedes Objekt und jedes Wesen im Universum betroffen ist. Gleiches gilt für die in der Erfolgsaura ihrer plumpen schriftstellerischen Fähigkeiten und der Popularität gefangenen Redakteure von Wissenschaftszeitschriften. Hochachtungsvoll Dr. Busa.
Postskriptum. Ein ausbleibender Nachdruck mit dieser Richtigstellung und einer entsprechenden Entschuldigung wird mich zum Schutze der Wissenschaft und meiner Person zu rechtlichen Schritten zwingen. Okay. Sieht so aus, als ob der, ja, manchmal ein wenig umstritten war. Okay, also das sind hier immer so Basisfahrzeuge, verstehe. Da verlaufe ich mich doch 5-mal drin. Okay, da sind wir gerade reingekommen. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem Kollegen da vorne. Der ist zwar geradeaus, aber ich weiß nicht, ob der auch langfristig ausbleibt. So, hoch. Klippen wir mal kurz durch die Tür. Stellen fest, da ist auch nichts Neues drin. Hier waren wir. Hier oben noch nicht. I'm at the central module. In the headquarters. You walked in, just like that. Yeah. The doors were open. Unbelievable. Just unbelievable. Alarmausdruck. A device for intercepting alarm signals. There isn't much of it. Single record. So. He's dead. Poor guy. Waited for over a day. Until his heart couldn't take it anymore. Was? Interesting. Coordinates changed upwards. 1, 8, 5, 6, 1. 7, 5, 4. Yeah, it's Gorski. I'm sorry. How is it possible? You said... You lied to me. Yes, I had to. My oxygen bought him time, and for what? He only suffered longer. Why didn't you let me turn back for him? Please understand that sometimes I have to make difficult calls. I'm not supposed to burden my subordinates with such decisions. I know you were trying to protect me. I know. But do not act as though what you did was justified. You had no right to hide the truth. It was up to me to decide if I was willing to risk my life. I know you, Doctor. You wouldn't leave Gorski even if his chances of survival were marginal. In the end, you would both die. Maybe. Probably. By now, Okay. though, you should tell me the truth, Novik. So, Feldbasis 2, 3, Forschungsbereich 5. Okay. I have a record of their mission. Each step, location, units, including dates. I'm all ears. So, was haben wir da? Ein Bild. Day 0, landing place. Their main ship's in sector AQ-28. The Invincible? What? They didn't move it? Seems so. I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. Okay, das hat man schon. So. Also became interested in the ocean. They got there on the 7th day. Quite late. Guess they weren't in a hurry. So, darf ich das jetzt nochmal irgendwie benutzen oder? Nö. Gut, okay. Dann Feldbasis 2, vorherige Basis. They were stationed not far from here, but seemed very determined to reach this area. They dug a vast system of tunnels. When did they finally get here? On the 15th day of the mission. They conducted research and during excavations found, you won't guess, metal structures. So we had no chance to outrun them. Yeah. And they were already at an advanced stage of works when we were still in orbit. On the 24th day, they sent a convoy north to the sector. Oh, to the sector where I found Gorski. You Okay. suspect they went
went after him, having detected his signal. Das kann nicht ausgeschlossen werden. Oh, surely they could detect him. They could have detected all of us. But would they really do something about it? Well, for some reason they left their base. I'm assuming that has something to do with it. Astrogator, this doesn't make any sense. You can't just wrap up the whole operation. Anyway, the first thing they would take were vehicles and equipment. Only the people are missing here. Letzter Konvoi. They sent a convoy to a neighboring sector. So, that was their last move. Well, there's no information about their return. Maybe I'll find them there. Highly probable. Do you know what the current day of their mission is? They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well, it's your decision. Although I admit I'm also starting to wonder what you'll find. People, Astrogator. They must be somewhere. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. I'll continue to search their base. Okay, spannend. So, oberen Bereich kann ich durchsuchen. Okay, dann klettern wir da mal hoch. Sag mal nur so für einen Freund. Haben wir hier noch was Spannendes? Einfach mal am Hebel ziehen, immer eine gute Idee. Ah, ja. Force field's down. I open the passage. We can follow the convoy route now. When you're ready, Doctor. One more minute, and our satellite will be over their ship. Ja, okay. Now we're lucky. Clouds are low. Moving on. Still quiet. It's eerie. Fortunately, their ship's not here. Neither there. Warum komme ich jetzt hier nicht raus, bitte? Are you still looking? Not here either. Ah, bingo. Yes? Found it. I'm entering the next module. I guess it's a biolab. Okay. So, jetzt darf ich aber doch mal bitte, oder? Na also. So vielleicht. So, wie immer. Nochmal eine andere Haltung annehmen. Ja, das sieht nicht ganz so fliegig aus. Und dann... Ja, vielleicht machen wir auch mal so. Oh, guck mal, das ist auch noch ein Android. Wie schön. Ja, das kann man, muss ich mir dann überlegen, was ich von beiden dann benutze. So, das heißt, wir werden dann wohl... Mal schauen, was hier noch geht. Achso, jetzt war ich nicht mehr im Biolab drin, ne? Hätte ich mir noch was angucken können. Da hat sich ein schönes Lachsfilet gemacht. Organ X. Wow. They found the same species of fish. Did they confirm the similarity to those on Earth? Yes. Lots of similarities. Apart from one. I've never seen anything like this. They discovered a new organ. Even managed to run some tests already. According to their conclusions, Yes? it detects electromagnetic waves.
That's why those fish were swimming away from our probe. In other words, they've come across probes or something similar before. Something that threatened them. Good guess, sir. In order to develop such an organ, they must have had a strong external stimulus. They detect the waves to survive. Okay. It started rotting. It? The fish. In a bacteria-free environment? How so? All living organisms serve as breeding grounds for bacteria. And there were both fish and humans in here. Okay, was haben wir hier? No longer alive. Okay, jetzt habe ich einen Fisch. Was mache ich mit dem jetzt? The scientists excavated some animal remains and reconstructed their hypothetical appearance. I found similar remains underground, right after finding Gulski. I wasn't sure if it was my imagination or not. Now there's no doubt. So long ago, reptilian organisms roamed the surface of Regis 3. I could spend all day here if I could. I'm not surprised, Doctor. So, okay. Heißt, wir haben jetzt ein bisschen was rausgefunden, was hier los ist, aber wir müssen jetzt am Ende des Tages wahrscheinlich dann trotzdem hier mal irgendwie weiter. Jetzt noch die Frage, gibt es hier noch ein schönes Räumchen? Still, nothing. It looks like a geology lab. They conducted a soil survey 500 meters deep. Okay. Oh, that's a big piece of history, so to speak. What did they find? Millions of years ago, life was abundant on the planet. That would match our assumptions. Yeah. Subdelta 92 class planets have very favorable conditions for the development of a biosphere. So what happened? Did they draw any conclusions? Anscheinend noch nicht. According to them, the extinction of life was caused by a supernova explosion. The ground activity does not indicate... It happened long ago. Longer than we anticipated. They've dated this event to 10 million years ago. Only this one? The supposed end of Lyran's civilization. Well, that's never been proven. There was practically no trace of them. All right. What happened after? Life was slowly recovering, but never returned to the pre-supernova peak. Not enough time? No. At first it developed quickly, but then slowed down and declined. Because another disaster? Astrogator, the change in the biosphere development curve coincides with the occurrence of ferruginous clays. This whole metal contraption. Do I understand correctly? Yes. Ja, I don't das know what that has to do with it, though. könnte sein, dass sich da was ausgebreitet, was The radioactive deposits marked here are not a definitive obstacle for life either. The biosphere has the ability to perfectly adapt, develop defense mechanisms, and fight back effectively. Well, unless the planet is hit by a supernova wave. Yes. Such sudden events leave no time for adaptation. Even if we assume that these metals were lethal to organic life, that extinction shouldn't last forever. And yet, life never again developed beyond the waters. Does this mean another dominator has appeared on the land? Or one that leaves no trace behind? Therein lies the rub. The Alliance have conducted a great deal of research. That they haven't found a logical explanation for this phenomenon is, to put it mildly, disturbing. Clearly, we're dealing with something beyond our comprehension. And I mean human comprehension in general.
Okay, das ist ja spannend. So, Karte der Metallvorkommen. Leider sieht man es nicht so gut. Ground measurements covers a much wider area. To my eye, it seems they used advanced sonar. What they dug up here stretches for tens of kilometers. What do you mean? What's in the ground, Doctor? Metal deposits. Those structures. We still don't know where they came from. In such a peculiar form. Ringe? Unbelievable. Not only do we know nothing about their origin, but the arrangement of these deposits is sort of puzzling. A ring system with a distinct center. Und was gibt's The da? center of it is in under the city. Huh. The one I escaped from. This base stands on the outer ring. So their presence there had nothing to do with us. Looks like it. Did they determine the entity's function, origin, anything? Well, it's hard to say. There's nothing here about it. Ja, würde ich sagen, beim nächsten Mal werden wir da mehr erfahren. Für den Moment heißt es aber mal wieder Danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen und bis bald wieder. Ciao.